Mit Ansage. Mit Ansage. Das wird der nächste Hype. Glaubst du mir das? Hey! Das wird... Na komm, ich glaube an die Community. Komm. Leute, wir machen heute eine Oreo-Torte. Ich habe das vor einer Woche ungefähr ausprobiert und es war irgendwann nachts, ne? Ich hatte so Bock, so, ey, ganz ehrlich, ich habe Lust auf eine Oreo-Torte, total unkompliziert mit einer Milchcreme und so ein bisschen so wie die aus dem Kühlregal. Und entstanden ist einfach ein unfassbar leckeres... Riesen-Oreo. Ein Riesen-Oreo. Sieht aus wie ein XXL-Oreo, schmeckt richtig lecker. Also wirklich, diese Milchcreme ist nicht von dieser Welt. Und ich fange jetzt direkt an. Die ganz genauen Mengenangaben stehen wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Rezept ist Anfänger geeignet. Ihr braucht wenige Zutaten und mit ganz, ganz vielen Tipps von mir werdet ihr das auch als Anfänger gut beherzigen. Und was sagt ihr zu meiner neuen Küche? Ja, da fehlen noch die zur Rückwand. Da fehlen genau noch die Einlegeböden. Was sagt ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet. Ich denke mal, in den nächsten Videos werden dann auch die Einlegeböden da sein. Ich muss sagen, ich fühle mich richtig wohl. Vorher die Küche fand ich auch schön. Das Grau hat aber in der Kamera so ein bisschen zu grau gewirkt. Und jetzt haben wir ein warmes Holz im Hintergrund. So, Leute, ich fange jetzt direkt an. Ich habe hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil Hamza war gerade noch, bevor er Play gedrückt hat, am Telefonieren und ich am Auspacken und die Oreos am Trennen. Jetzt habe ich nur noch 2, um es euch zu zeigen. Hier, wir nehmen uns jetzt Oreo-Kekse. Ihr könnt auch die Dupes nehmen, es muss jetzt kein Original-Oreo sein. Das Weiße, das trennen wir einmal, also diese Creme, diese Füllung, die kommt jetzt einmal hier rein und der Keks nochmal separat. Also du sagst es gleich. Das ist kein Kooperationsvideo. Nein, es ist keine Kooperation. Alles hier auf freiwilliger Basis. Ehrenbasis. Ehrenbasis, genau. So, jetzt ist das gleichzeitig unser Boden und auch unser Deckel. Also nehmen wir uns davon ein bisschen was weg. Von dem geschredderten Oreo-Keks. So 2 gute, gehäufte Esslöffel, würde ich jetzt mal sagen. Oder lieber 3. Macht euch übrigens keine Sorgen. Alle ganz genauen Mengen angeben. Also wirklich auch, wie viel Gramm das jetzt ist, steht in der Infobox. Da kann euch gar nichts schief gehen. Da gebe ich jetzt geschmolzene Butter mit zum Großteil der Kekse, weil das ja unser Boden ist. Oben drüber braucht ihr dann keine Butter mehr. So, einfach Butter mit dazugeben, kurz verrühren und dann auch schon in die 20 cm Springform geben und schön feste andrücken. Die Springform geben wir jetzt bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank. Dann kann der Boden auch noch mal schön fest werden, bevor wir gleich die warme Milchcreme drauf geben. So, Folgendes machen wir jetzt, Leute. Also das habe ich mir wirklich spontan überlegt und es ist ein bisschen tricky, aber beachtet einfach nur ein paar Tipps von mir. Ihr nehmt euch jetzt Milch und gebt die in euren Topf. Den Herd noch nicht einschalten und jetzt müssen wir die Creme irgendwie fest bekommen. Das funktioniert bei so Flüssigkeiten wie Milch natürlich nicht mehr mit Sahne fest. Da könnt ihr entweder Gelatine nehmen oder Agatine, also Agar-Agar. Das ist pflanzliches Geliermittel und das funktioniert so, steht auch auf der Packung, 2 Minuten lang in Flüssigkeit sprudelnd kochen lassen. Bei Milch ist das aber schwierig, weil Milch brennt sehr schnell an. Also was machen wir? Wir geben Agar-Agar rein. Rühren das um und dann lassen wir das 2 Minuten ganz leicht nur köcheln. Ich habe es ausprobiert, die Creme wird sehr schön fest und ihr müsst ständig rühren. Ihr dürft niemals aufhören zu rühren. So, jetzt schalte ich den Herd ein. Die 2 Minuten gelten erst ab dem Moment, wo es köchelt und da mache ich mir den Timer an. So, jetzt sind die 2 Minuten um, habe ich den Topf vom Herd einmal weggenommen, also weggezogen. Mehr Hitze braucht die Milch nämlich nicht. Und die Agatine ist dann auch wirklich, wenn es runterkühlt, Richtung 30 Grad, wird das auch richtig schön fest. Das seht ihr dann aber nach der Kühlzeit. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann dürft ihr jetzt am Topfboden auch nichts anbrennen. Hier kann man es ganz gut sehen, da ist nichts angepappt. Vielleicht liegt es auch an meinem Topf, das ist nämlich unserer. Daran haben wir wirklich seit Anfang des Jahres, also wirklich seit
10 Monaten dran getüftelt und die sind seit vorgestern endlich da. Verlinke ich euch natürlich in die Infobox. Checkt das mal ab, wenn ihr möchtet. Und auch natürlich alle anderen Dinge, die ich hier so benutze, sind alle unten verlinkt. So, da gebe ich jetzt einmal diese weiße Creme von den Oreos mit dazu. Und das darf dann auch ruhig in der Resthitze so ein bisschen schmelzen. Dazu gebe ich dann auch schon Zucker. Und der nächste Punkt, der super wichtig ist, natürlich Vanilleextrakt. Extrakt schmeckt immer so ein bisschen intensiver als Vanillezucker. Vanillinzucker bin ich sogar so frei und erlaube euch das gar nicht zu benutzen, weil das schmeckt nur künstlich. Also das Beste, was ihr hier machen könnt, ist wirklich das Vanilleextrakt. So, einmal verrühren. Und zum Schluss in die warme Milch noch Doppelrahm-Frischkäse einrühren mit dem Schneebesen. Und bitte auch nicht die fettreduzierte Variante nehmen, sondern wirklich Doppelrahm-Frischkäse. So, jetzt geben wir die ganze Masse in unsere Springform. Die habe ich gerade aus dem Kühlschrank genommen. Und solange das Ganze noch warm ist, die Oreo-Kekse oben drüber verteilen. Dann bleiben die nämlich schön haften. Und wenn ihr das Ganze anschneidet, fällt euch auch nichts runter. Und das war's schon. Ey Leute, ich bin gerade, also wie krass ist das bitte? Hamza, wie lange haben wir gebraucht, sei ehrlich? Ich glaube so 20 Minuten. 20 Minuten mit Drehen. Und ihr zu Hause seid dann noch schneller. Und jetzt müsst ihr stark bleiben, denn die Springform muss zurück in den Kühlschrank. Jetzt muss das Ganze fest werden. Gebt dem Ganzen bitte 8 Stunden, also wirklich mindestens 6 Stunden, noch besser 8. Alles innen drinne, der Kern von dieser Milchfüllung muss richtig schön fest werden und das braucht einfach Zeit. Daher macht das auch gerne schon am Vortag, wenn ihr wisst, am nächsten Tag steht was an oder ihr wollt es einfach am nächsten Tag genießen. Am nächsten Tag nehmt ihr euch dann einfach meine Winkelpalette, fahrt am Rand der Springform entlang, dann löst sich auch alles gut. Nehmt einmal den Rand ab und könnt die Torte servieren. Ganz ehrlich, ich bin richtig begeistert von diesem Rezept. Gut, dass es mir nachts irgendwann mal eingefallen ist und ich das Ganze direkt mal ausprobiert habe. Unbedingt nachmachen, mir euer Feedback hier unter dem Video lassen und abonniert meinen Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Rezepte sehen möchtet. Gerne auch Vorschläge mit anderen Süßigkeiten in die Kommentare schreiben. Wir sind ja offen für alles, das wisst ihr ja mittlerweile. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Geil, ne? Geil, ne? Wow. Lohnt sich immer wieder hier hinzukommen. Hammer, ne? Jetzt sag doch mal ehrlich, das gibt's nur hier mal bei deiner Lieblingsschwägerin. Ja, wie ist deine Lieblingsschwägerin? Sag's mal bitte. Kamera weg. Echt Spaß. Ja, ne? Ey, Robert, das cringe grad. Der checkt gar nichts mehr. Möchtest du, soll ich Nudeln machen? Oder möchtest du lieber mit einem Stück Kuchen sättigen? Nudeln würden 15 Minuten dauern. Also was cool wäre, wenn ich jetzt sofort nach Hause gehen könnte.